Moin, heute geht es um den Mod Dimensional Dungeons. Der Mod hat mittlerweile 3,5 Millionen Downloads und ja, den möchte ich euch jetzt einmal mal zeigen. Und zwar, wie der Name schon sagt, es geht um Dungeons. Und zwar um Dungeons in anderen Dimensionen. Das, was mich an diesem Mod so fasziniert oder warum ich auch dazu ein Tutorial mache, ist, er hebt sich so ein bisschen von anderen Dungeon-Mods ab, denn er generiert keine zufälligen Strukturen in der Oberwelt oder generell in den Dimensionen, sondern er erstellt eigene Dimensionen für Dungeons. Das hier wäre so eine. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Dungeon in einer eigenen Dimension und den können wir erkunden mit Fallen, mit Gegnern, mit Truhen, mit Loot, mit Schätzen etc. Und das finde ich extrem cool. Denn so können wir in unserer Basis quasi dieses Portal aufbauen und durch Schlüssel, die wir uns jetzt gleich ansehen werden, immer wieder neue Portale spawnen. Und die immer wieder random generiert sind und uns natürlich Loot, ja, Spaß und Freude bringen sollten. Dann gehen wir einmal zu den Aufbau. Wir haben ein paar neue Items. Und zwar haben wir einmal den Gilded Portal Block, den Portal Keystone, den Portal Crown Block und den Key Inscribing Station. Oder die Key Inscribing Station. Dann haben wir noch eine Handvoll Schlüssel und eine Glocke und eine Perle, kann man sagen. Zuerst einmal müssen wir den Dungeon aufbauen. Es gibt zwei unterschiedliche Arten. Einmal den Basic Dungeon, das ist der hier. Und im Basic Dungeon selber findet ihr dann einen Schlüssel, den ihr für den Advanced Dungeon nutzen könnt. Deswegen schauen wir uns erstmal den Basic Dungeon an. Dafür benötigen wir also zwei Gilded Portal Blocks und einmal den Portal Keystone. Craften können wir uns das so, mit Goldbarren und einem gemeißelten Steinziegel. Den wiederum können wir uns mit der Steinsäge herstellen. Und wir benötigen natürlich den Portal Keystone. Der wird dann aus einem Gilded Portal Block gemacht, einer Redstone-Truhe und ein Enderauge. Hier ist wichtig, ist es eine Redstone-Truhe, keine normale Truhe. Und dann haben wir das hier vor uns. Als nächstes craften wir uns erstmal einen Blank Portal Key. Den können wir uns einfach mit einem Namensschild und einer Lohnroute herstellen. Jetzt können wir noch nicht viel machen. Wir könnten jetzt zwar einen Rechtsklick machen, aber es passiert erstmal nichts. Also quasi den Schlüssel können wir einlegen, aber der Schlüssel hat halt keine Koordinate, kein Ziel sozusagen. Und da kommen der Key Inscribing Station bzw. das Ender Portalrahmen ins Spiel. Ich denke mal, dass man diese Key Inscribing Station irgendwann in einem Dungeon finden kann. Denn zu craften ist sie nicht. Zumindest hat sie kein Rezept. Wir können mit einem Endportalrahmen einen Schlüssel herstellen, beziehungsweise eine Koordinate in den Schlüssel eingravieren lassen. Dafür müssen wir einmal einen Rechtsklick genau in die Mitte des Portalrahmens machen, also hier. Und jetzt haben wir zum Beispiel den Key to the Monument of Mindfulness gecraftet. Das ist einer der möglichen Dungeons, die es gibt. Genau das können wir nämlich auch mit dem hier machen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der irgendwann zu finden ist in einer der Dungeons. So, mit diesem Key können wir jetzt wiederum zu unserem Standard-Dungeon zurückgehen. Hier oben einen Rechtsklick machen. Und jetzt baut er sich auf. Und schon haben wir ein Portal. Bevor wir da reingehen, empfehle ich euch immer einen Homeward Pearl mitzunehmen. Den machen wir aus einem Blank Portal Key, Erfahrungsflächen und eine Enderperle. Mal zur Erinnerung, Blank Portal Key war ja Namensschild plus Lohnroute. Denn, ich zeige euch gleich, was da so wichtig dran ist. Erst einmal haben wir jetzt hier einen Dungeon. Der sieht wieder ganz anders aus als der, den wir uns gerade angeguckt haben. Also die sind tatsächlich laut Mod-Ersteller random generiert. Und wenn ihr euch mal hier verlaufen habt, weil die Dungeons sind teilweise wirklich groß und ihr könnt tatsächlich gar nicht euch so richtig durchschieten. Denn ihr könnt die Blöcke nicht zerstören. Das hat der Mod-Entwickler sehr spannend oder sehr klug gemacht. Ich bin jetzt schon sehr, sehr weit weg von dem Start. Und vielleicht finde ich den Start auch nicht wieder, weil ich habe keinen Kompass dabei. Vielleicht, warum auch immer, habe ich keine Map dabei. Es gibt halt einfach das Problem, dass ich gerade nicht zurückkomme. Und dafür ist dann dieser Howard Pearl da. Hiermit machen wir einfach einen Rechtsklick und sind am Spawnpunkt des Portals angekommen. Das heißt, damit finden wir immer wieder nach Hause. So, und dann gibt es noch die Advanced-Variante. Den Blank Advanced Key könnt ihr euch nicht craften. Das ist, wie ich gerade meinte, ihr müsst erstmal die normalen Dungeons ablaufen und dann einer der Gegner oder innerhalb von Truhen findet ihr dann so einen Blank Advanced Key. Da könnt ihr genauso vorgehen wie auch mit dem normalen Key. Ihr könnt den also in einen ändern Rahmen reintun. Jetzt habe ich zum Beispiel Key to the Fast Stronghold bekommen. Nehmen wir hier kurz den Schlüssel raus. Das ist nämlich auch möglich. Ihr könnt jederzeit den Schlüssel rein oder auch wieder rausholen. Das heißt, ihr könnt euch die Dinge irgendwo speichern oder generell zurücklegen für einen Moment, wenn ihr vielleicht den Dungeon wieder betreten wollt. Jetzt gucken wir uns mal die Stronghold an. Bevor wir uns die Stronghold allerdings angucken, das Advanced-Portal muss anders gebaut werden. Wie wir hier schon sehen, es unterscheidet sich zum Teil von dem Standard-Portal. Und zwar benötigt ihr hier an den Seiten Banner.
Es müssen weiße Banner sein oder blaue Banner, meine ich. Aber die Farbe ist tatsächlich wichtig. Also ich habe es mit weißen Bannern gemacht und es hat funktioniert. Deswegen empfehle ich da auch erstmal die weißen Banner. Als nächstes benötigen wir einen Portal Crown Block. Also 2 davon. Ja, und auch die könnt ihr nicht craften. Also auch die müsst ihr in den Standard-Dungeons finden. Ich finde, das hat der Mod-Entwickler ganz interessant gemacht. Also ihr müsst tatsächlich erst noch mehrere Standard-Dungeons durchgehen, um in einen der größeren reingehen zu können. Wenn ihr das aber einmal geschafft habt, kommt ihr da eigentlich relativ schnell und auch oft rein. Wir gucken uns den jetzt einmal an. Wir sehen hier wieder ein drittes Layout. Und wie wir sehen, haben wir hier einiges an Loot tatsächlich. Ziemlich coole Redstone-Effekte. Ja, und noch diverse andere Sachen. Also, ich würde vorschlagen, ihr schaut euch diese Dungeons selbstständig an, denn das ist ja auch so ein bisschen der Spaß dabei. Wenn ihr allerdings sehen wollt, wie so ein Dungeon vielleicht so im Grundriss aussieht, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Hier ist übrigens so ein Banner. Diese Banner hier benötigen wir für das Advanced Portal Frame. Ja, und dann kann auch mal sowas hier existieren. Was ziemlich interessant ist. Das sieht eigentlich aus wie so eine Achterbahn. Und hier haben wir eine Lootkiste. Mit einem Effizienz 5 Buch. Also ich finde, der Entwickler oder die Entwickler haben sich hier auf jeden Fall ziemlich viel Mühe gegeben, weil die Dungeons, die sehen nicht Standard aus. Also man sieht es hier ja schon, die haben mehrere Ebenen, die sind auf jeden Fall groß, die sind auch unterschiedlich. Das heißt also, wir haben nicht immer denselben Dungeon. Es gibt normale Dungeons, es gibt Advanced Dungeons, also im Prinzip all das, was man will, meiner Ansicht nach. Ist natürlich noch die Frage, was in Zukunft kommt, ob es auch Bosskämpfe gibt oder ähnliches. Das wäre natürlich auch sehr cool. Aber das wäre es jetzt erstmal gewesen. Ich zeige euch jetzt nochmal das Layout dieses Dungeons hier. Das ist zwar ein sehr starker Spoiler, deswegen ist er auch am Ende gesetzt, aber wir gucken uns den mal an, was es hier so gibt und wie groß der ist. Also wie wir hier sehen, das hier ist schon von der Größe her einige Chunks groß, kann man sagen. Und hat hier auch einige, ich weiß nicht, ob das Fallensysteme sind. Aber auf jeden Fall gibt es hier unterschiedliche, ich nenne es mal Biome. Oder Themes. Ja, es gibt sogar ein paar Erklärungen dazu, wie die Redstone-Konfiguration hier so funktioniert. Das ist ziemlich nett. Und hier wären zum Beispiel die Zäune für das Advanced Portal Frame. Und auch wieder die Banner. Können wir noch hier oben schauen, was das hier ist? Oh, das scheint die Lootkammer zu sein, würde ich mal schätzen. Interessant auch, dass sie hier drüber ist. Würde man so gar nicht erwarten. Also hier muss man auf jeden Fall gucken, dass man alles durchsucht, würde ich behaupten. Und die Truhen sind tatsächlich sogar verschlossen. Naja, da muss man natürlich gucken, wie man sie geöffnet bekommt. Gut, das wäre es gewesen. Wenn euch das gefallen hat oder generell der Mod gefallen hat, das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und Like sehr freuen. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Bis dahin.